Herzlich willkommen auf dem Kanal mit der Mütze. Ich habe heute eine kleine Tierlist für euch und zwar über die Schiffe aus dem Forschungsbüro. Viel Spaß beim Video. Starten wir mit dem ersten Schiff und zwar das ist die Colbert. Die Colbert gibt's für 57.000 Forschungspunkte. Die hat den meisten DPM auf HE und AP von allen Kreuzern. Das ist schon mal 'ne Hausnummer. Eine gute Manövrierbarkeit, eine gute Geschwindigkeit, auch mit dem Motorboost, sonst ist sie eher nicht so schnell unterwegs. Problem ist die schlechte Panzerung tatsächlich. Da hat sie 'n bisschen Probleme, 16 Millimeter, so klassisch wie alle Light Cruiser. Was auch ein Problem ist aktuell in der Meta, die ist sehr passiv und du hast mit der Colbert eine sehr geringe Reichweite. Das kann ein Problem sein, wenn du nicht gerade ein Gegnerteam hast, was pusht, wo du vielleicht hinter der Insel die Gegner farmen kannst oder im Smoke farmen kannst. Also, du benötigst halt eigentlich immer eine Art von Deckung, weil fast alles sich overmatcht. Du kannst übers Movement viel dodgen, das geht, aber du nimmst immer gern mal 'ne random Sit. Du brauchst halt auch Spotting. Grade wenn DD clever spielt, kann er dich gut outspotten und dann kommst du nicht wirklich zum Zug wegen der geringen Reichweite, weil du halt nah ran musst. Ist 'n spezielles Schiff, ist jetzt nichts, was du im Forschungsbaum so allgemein findest. Klar, es gibt Schiffe wie die Jinan, die hat 'n Smoke mit dabei, die ist aber trotzdem noch mal 'n bisschen anders. Man muss sagen, die Shells von der Colbert sind auch sehr lange in der Luft. Also, die haben 'ne sehr lange Flugzeit, was das Aiming nicht unbedingt leicht macht. Deswegen, wenn ihr sagt, ihr habt wirklich Bock auf 'n Schiff, was ich würde sagen, auch nicht leicht zu spielen ist, dann ist die Colbert 'n Schiff für euch. Also, wenn ich jetzt sagen würde, als Ranking würde ich mir die Colbert holen, jetzt mit Blick auf, ähm, quasi, dass die Schiffe teuer werden, würde ich sagen, auch in Bezug auf Anfänger ist es nicht ganz so das Schiff, was ich empfehlen kann. Aber es ist trotzdem noch, wenn man es kann, 'n sehr gutes Schiff. Deswegen schiebe ich die Colbert mal ins B-Tier rein. Noch mal auch der Hinweis, da geht's jetzt nicht darum, wie gut ist das Schiff, sondern es geht darum, es geht um die Empfehlung. Ja, kann ich dieses Schiff empfehlen für euch? Dann haben wir als Nächstes die Druid. Druid ist 'n DD augenscheinlich. 'N DD, den's für 56.000 Forschungspunkte gibt. Also, auch relativ solider Preis. Kann nur AP schießen, hat keine Torpedos, das ist wichtig, hat aber 'n paar schöne Gimmicks. Hat 'nen Heal, hat den britischen Smoke und, hat 'n 3 Kilometer Hydro, ganz klassisch. Du hast verbesserte AP-Winkel, AP-Pen-Winkel. Ist auch 'n britisches Thema Short Fuse. Das heißt, du machst nicht wirklich Overpens, grade auf DDs. Also, du bist wirklich 'n Schiff, was grade gegen DDs sehr gefährlich sein kann, grade mit AP. Du hast 'n relativ guten HP-Pool und kannst dafür auch etwas länger in 'nem Game bleiben, was von Vorteil ist. Das Concealment ist nicht so gut. 6,6 ist tatsächlich etwas am oberen Rand, würde ich sagen, ist nicht so einfach auch zu spielen, aber du bist 'n guter Farmer. Das Problem ist, wenn du gepusht wirst, hast du Probleme. Ja, du kannst Light Cruiser zwar sehr gut punishen, auf kurze Distanz, so was wie Mino, ja, Colbert, was ich vorher angesprochen habe. Ich finde, dass sie noch mal so bisschen wie die Daring auch ist und, deswegen ich ich weiß nicht, ob ich sage, es ist wirklich 'ne Empfehlung nach aktuellem Stand, sie sich zu holen, weil dasselbe Spielgefühl hast du mit 'ner Daring auch im Großen und Ganzen. Gut, deswegen, ja, weil's so 'n bisschen wie die Daring ist und weil ihr da Forschungsbüropunkte ausgeben müsst, schiebe ich die Druid auch mal ins B-Tier. Dann kommen wir zum ersten Schlachtschiff und zwar zu Ohio. Die Ohio, da müsst ihr 62.000 Forschungsbüropunkte ausgeben. Er ist overall 'n sehr gutes BB oder 'n gutes BB, finde ich persönlich. Du hast sehr viele Sachen, die aktuell immer noch gut in die Meta passen. Du hast Overmatch, du hast
damit solide Guns, du hast den schnellen amerikanischen Heal, du hast, verbesserte Secondaries, zwar nur mit 'nem 22er Pen, aber die können gut Brände setzen. Es ist halt overall 'n sehr gutes BB, ist auch relativ beweglich, gute Turmdrehzeit. Ist für mich, wenn ich sage, ich bin BB-Spieler, eigentlich 'n BB, was ich haben muss. Und wenn ich sage, von den BBs, die es jetzt aktuell im Forschungsbüro geben oder gibt, ist für mich die Ohio 'n S-Tier-Schiff. Nur jetzt vom was bringt mir dieses Schiff, wenn ich Forschungspunkte dafür ausgebe? Für 'n BB-Spieler, finde ich, ist es schon 'n Schiff, das man haben sollte und, deswegen das S-Tier. Dann kommen wir zum nächsten BB, kommen wir zur Slava. Ja, die Slava, ist so 'n bisschen als Sniper-BB bekannt, ist relativ weich, passt tatsächlich dadurch, dass es sehr viel Range hat und auch guten Pen. Das darf man auch nicht vergessen, guten Pen auf Range eigentlich relativ okay in die Meter rein, ja, weil es halt für die Sniper-Leute beste vertikale Streuung im Spiel. Das heißt, du kannst Breitseiten relativ gut punishen. Du hast manchmal das Problem, dass der Pen-Wert zu gut ist und du deswegen sehr viel Overpens machst. Gerade auf leichtere Kreuzer ist das halt immer so ein Thema. Bist relativ weich, hast 25er Plating und, da wirst du halt sehr viel Overmatch kassieren. Was man sagen muss, du hast halt an der Seite die Kremlenpanzerung. Das heißt, wenn du in einem guten Winkel stehst und die Leute schießen dir tatsächlich auf die Seite, kann sein, dass viel bounced. So ein Thema. Tatsächlich hast du das Problem, dass viele andere BBs inzwischen auch das ganz gut können mit dem Snipen. Bungo zum Beispiel ist ja auch jetzt 'n Schiff, was du gut machen kannst. Du hast 'n größeres Kaliber bei der Bungo, du hast bei der Slava nur 406 Millimeter. Manchmal bisschen zu wenig gefühlt und, deswegen würde ich sagen, die Slava ist für mich auch kein Must-have-BB. Ist mal witzig, sie zu haben. Deswegen schiebe ich sie auch ins B-Tier rein. Kommen wir zum nächsten DD. Das ist die Vampire. Die Vampire kostet 55.000 Forschungspunkte. Ist also nichts Außergewöhnliches vom Preis. Was ist so sind so die Gimmicks von der Vampire? Du hast eine gute Verborgenheit, wirklich eine sehr gute Verborgenheit. Du hast gute AP, gutes HE, guten DPM in der Richtung. Du hast auch verbesserte Pens. Besser als Daring und Druid, muss man auch sagen. Besseren, DPM. Das ist noch mal wichtig. Du hast 5 Kilometer Hydro. Du hast einen Crawling Smoke, der tatsächlich Fluch und Segen sein kann. Segen zum Beispiel, weil du beweglich bist im Smoke und farmen kannst. Der hält auch sehr lange. Fluch, weil dich der Gegner theoretisch spotten kann, weil der sieht, wo du deinen Smoke ziehst, wenn du wegfährst, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Aber ich würde sagen, nicht so ein großes Problem. Der hat 'n geringeren HP-Pool, also ist da relativ niedrig angesetzt im Vergleich zu allen anderen DDs. Ist aber 'n DD, der mir tatsächlich auch sehr viel Spaß macht, weil du halt wirklich so viel DPM hast. Und mit dem Crawling Smoke kannst du sehr viel farmen. Du hast auch den Vorteil, dass du Torps hast, Single Torps, die du launchen kannst. Du kannst dich da auch gegen 'n Push besser verteidigen als 'ne Druid. Und grade auch wegen der guten Verborgenheit setze ich die Vampire auf das A-Tier. Dann als Nächstes die Brennus, die kostet 60.000 Forschungspunkte, ist also, auch in 'ner guten Kostenrange. Ähm, Zur Brennus, das ist eigentlich 'ne Henry-Hülle mit 305er Guns anstatt 240ern. Das ist echt der große Unterschied. Ist 'n relativ schneller Kreuzer, wie ja die Henry auch. Nachteil ist, sie hat keinen Reload-Booster und kein Hydro mehr. Das heißt, es ist 'n Downgrade zur Henry. Die ist nicht mehr so flexibel und du kannst auch Breitseiten nicht so gut punishen wie mit 'ner Henry. Klar, du hast 'n größeres Kaliber, du machst mehr Alpha, dadurch auch mehr Schaden in der Theorie, aber wirklich jetzt 60.000 Forschungspunkte auszugeben für 'n Schiff, was es im Tech-Tree gibt,
was 'n Reload-Booster hat und noch 'n Hydro, weiß ich jetzt nicht. Ist für mich eigentlich 'n Schiff, wo ich sage, das kaufe ich nur, wenn ich noch Forschungspunkte übrig habe. Wenn ich alles habe und sage: „Die interessiert mich jetzt noch“, weil ich habe 2 Alternativen. Ich kann, wenn ich sage, ich möchte denselben Spielstil haben, nur mit kleinerem Kaliber, dann kaufe ich mir 'ne Henry oder hole mir 'ne Henry. Und wenn ich sage, ich will größeres Kaliber, dann hole ich mir 'ne Marseille. Und für mich ist dieses Schiff bringt keinen Mehrwert, ist nichts Besonderes, ist 0815. So, dann als Nächstes haben wir die Gibraltar. Die Gibraltar ist 'n bisschen günstiger, die kostet 59.000 Forschungspunkte, ist von den Stats overall relativ mittig zu sehen bei allen Tier 10 Kreuzern. Schießt nur AP, ist auch so 'n bisschen 'n Britending, hat verbesserte Abprallwinkel. Shot-Views, er hat Torpedos dabei, ist auch was bei 'nem Briten-Cruiser jetzt nichts Besonderes ist. Hat 40er Deck. Das ist was sehr interessant ist, weil da fällt sehr viel Overmatch hinten runter. Also dieses berühmte 40er Deck, wo auch mal, 'ne Yamato euch nicht durchs Deck punishen kann, ist natürlich relativ stark. Man muss sagen, wie alle britischen Kreuzer 'ne Zitadelle, die relativ exposed ist. Das heißt, wenn du Breitseite zeigst, bist du in 90% der Fälle tot, weil du genauso viel Panzerung hast, dass es halt wehtut. Ist 'n interessantes Schiff tatsächlich, aber es ist wieder so 'n bisschen, wenn ich 'n Smoke Cruiser bei den Briten spiele, kann ich auch Mino spielen. Hat dasselbe, okay, das Kaliber ist kleiner. Klar, das ist 'n Unterschied. Ich habe nicht so gute Deckpanzerung. Ich kriege halt mehr Overmatch ins Gesicht. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich will eher 'n Kite Cruiser spielen, kann ich auch 'ne Goliath spielen, weil die hat auch 'n 40er Deck, die kann auch HE schießen. Ähm, für mich ist das auch wieder so 'n Kreuzer, der hat kein so Herausstellungsmerkmal, dass ich sage, den jetzt noch mal kurzzeitig holen, bevor die Schiffe teurer werden. Ja, das ist so 'n Thema. Deswegen für mich auch eher 'n B-Tier-Schiff, ne? Also, ihr merkt schon, die Mitte wird relativ voll, weil viele Schiffe sind dabei, die sind halt trotzdem noch cool oder haben noch 'n bisschen was, aber, die sind nicht so Schiffe, wo ich sage: „Ja, die brauchst du jetzt unbedingt“, oder die sind grade für Spieler, die ihr erstes Forschungsbüro-Schiff kaufen, empfehlenswert oder zu schwer. Da habt ihr keinen Spaß dran. Und deswegen versuche ich das Ranking hier so in diese Richtung zu treiben. Ja, also noch mal die Betonung drauf. Dann haben wir die Hector, Stufe 9, Cruiser mit 46.000 Forschungspunkten könnt ihr euch das Ding holen. Hat 'ne gute Verborgenheit, circa 9,4. Vom AP, HE, DPM sehr weit oben angesiedelt, tatsächlich im oberen Drittel. Kann Einzeltops werfen, 12 Kilometer, ist ganz interessant. Hat 'nen Crawling Smoke, hat 'n Hydro. Das ist immer 'ne sehr gute Kombo. Wenn du Crawling Smoke benutzt und Hydro benutzt, ist es halt einfacher zu spielen. Das Problem ist, ihr wisst, was ich sagen will, es ist halt 'n Schiff, das es schon gibt jetzt durch den Forschungsbaum von den Commonwealth-Staaten. Du hast dieselben Gimmicks. Du hast auch 'n Crawling Smoke. Du kannst es ohne 'n Reset kriegen. Und ich muss auch sagen, ich finde die Hector jetzt auch nicht so besonders gut. Deswegen sieht man sie auch so wenig. Und deswegen würde ich sagen, auch weil hier sehr viele Zehner sind und für 'n bisschen mehr kann ich mir auch was anderes holen, machen wir die Hector ins C-Tier rein. Dann als nächstes Schiff haben wir die Hull. Die Hull ist 'n neues Gunboot, ein DD, der wirklich sehr geil ist, weil er DM-Guns hat. Was natürlich Wahnsinn ist, weil ihr habt massiven HE-Pen, ihr habt massiven AP-Pen, ihr könnt auf Long Range Light Cruiser dermaßen und auch normale Cruiser gut punishen. Das Thema ist, ihr habt relativ gute Gimmicks auch mit dabei. Ihr habt 'nen Speed Boost, ihr habt 'nen Heal, ihr habt 'ne Def AA. Der Vorteil ist, ihr habt auch 'ne gute AA. Ihr könnt theoretisch 'ne Flanke dominieren, weil ihr 'nen Heal habt,
weil ihr gute AA habt. Wenn der Flugzeugträger anfliegt, könnt ihr die Flugzeuge runterballern. Ihr seid sehr schwer zu killen mit dem Heal. Das ist auch nochmal verbesserter Heal. Mit den AP, HE-Sachen könnt ihr einfach fast alles pennen. Das ist Wahnsinn. Also, ihr habt mit dem HE-Pen 34 Millimeter. Das heißt, jedes BB hat Angst vor euch. Fast jedes BB hat Angst vor euch. Und das ist halt ein super Gimmick. Und das kann auch sehr viel Spaß machen. Es ist einfacher zu spielen wie eine Kleber, würde ich persönlich sagen, weil ihr den Heal habt, weil ihr bessere AA habt. Ihr werdet nicht so hart vom Flugzeugträger gepunished. Und die kostet 60.000 Forschungspunkte. Ist jetzt nicht so günstig im Großen und Ganzen, aber ist, glaube ich, ein Schiff, mit dem man viel Spaß haben kann und das auch, ich finde, gar nicht so schwierig zu handeln ist. Ja, das Concealment ist jetzt über 6,4, glaube ich, ungefähr in der Ecke, 6,4, was jetzt auch nicht so gut ist, aber es ist immer noch gut genug. Ihr habt nicht so viel DPM, das muss man sagen. Ihr habt dafür halt besseren Alpha auf den Guns. Ich denke, dass die Hull bisschen was bietet, was es aktuell noch nicht in der Form gibt, was ein bisschen selbstständiger ist. Deswegen würde ich sagen, die Hull ist für mich auf A-Tier. Dann haben wir als nächstes die Illinois. Die Illinois ist ein Neuner, den kriegt ihr für 51.000 Forschungspunkte. Ist ein Schiff, was es eigentlich schon gibt. Also es ist eine Iowa-Hülle mit DM-Guns. Also es ist ein Farmer. Machen wir es ganz kurz. Es ist einfach ein Farmer. Ihr habt einen 9 Sekunden Reload, das heißt, ihr könnt richtig HE rausrotzen. Euer Problem ist die Range von 18,5 Kilometer. Ihr habt halt die Flugzeit, ist relativ lang bei der DM, bei den DM-Shots. Und deswegen zu viel Range ist auf dem Schiff auch nicht gut, weil dann trefft ihr nichts, wenn die Ziele nicht statisch sind. Aber sie bietet ein ganz anderes Spielgefühl. Ist mal auf Stufe 9, ist auch mal ein bisschen was anderes. Und sie hat auch diesen verbesserten amerikanischen Heal. Und weil es halt noch mal ein bisschen was anderes ist, was man aktuell so hat auf Stufe 9, gebe ich der Illinois eine S-Tier-Kaufempfehlung. So, dann geht's weiter mit der Irresistible. Ganz neu reingekommen, ist auch eigentlich ein Farm-BB wie die Illinois. Hat eine Vanguard Hull, das heißt, es ist relativ weiches BB. 'Ne große Zitadelle, also Breitseite zeigen ist eher nicht so der Bringer. Hat 'nen Crawling Smoke. Das ist ganz interessant. Ja, wenn man das clever spielt, kann man sehr viel Schaden for free machen. Ihr habt 243 Millimeter Guns mit 'nem Reload von 12 Sekunden. Es ist halt schon wirklich geil. Damit könnt ihr massiv Schiffe abfarmen. Und der Vorteil ist, ihr habt auch noch eine relativ gute Range, die so um die 20 Kilometer liegt, was auch noch relativ angenehm ist auf Stufe 10, würde ich sagen. Auch die Flugzeit ist jetzt nicht so wie bei der Illinois, die ist deutlich besser. Und, ich würde sagen, die Irresistible ist auf Stufe 10 einfach noch mal auch was Spezielles, was man sich anschauen kann, was auf jeden Fall auch sinnvoll ist zu spielen. Und deswegen schieben wir die auch auf A. Dann zum nächsten DD. Und zwar zu Paulo Emilio. Kennt jeder, weiß jeder, was man damit so macht. Kostet 43.000 Forschungspunkte aktuell. Hat einen relativ schlechten DPM auf HE und SAP, hoher Alpha auf SAP aber. Also ihr könnt sehr viel Schaden in einer Salve machen. Der Reload ist halt das Problem. Ist ein sehr schneller DD. Ihr habt Abluft-Nebelerzeuger, verbesserten Speedboost. Das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Ganz schlechte Verborgenheit. Das ist mega unangenehm. Hoher Torpedoschaden. Und das ist das Gimmick. Ja, ihr versucht mit diesem Schiff in kurzer Zeit so viel Schaden wie möglich zu machen. Oder zu farmen. Ihr versucht euren Crawling Smoke zu benutzen. Es ist eher ein Fun-DD, würde ich sagen. Und er bietet was Eigenes,
Ja, aber viele haben den und ich weiß tatsächlich nicht, ob er, wenn du Anfänger bist, dir relativ viel Spaß macht. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es auch wieder 'ne Idee, den würde ich weiter unten ansiedeln. Jetzt nicht, weil er schon im Tech-Tree in irgendeiner Art vorkommt, sondern der ist, finde ich, relativ langweilig und sehr situativ. Ja, du hast viele Games, wo du halt nicht in diesen Push reingehst und dann musst du wieder 5 Games warten und dann kriegst du vielleicht mal diesen Push in 2 BBs rein, wo du die raustoppen kannst. Deswegen würde ich die Paulo auf C ziehen. Dann haben wir als nächstes die Sizilier. Und bei der Sizilier habe ich lange überlegt, was wo ordne ich die Sizilier ein? Wie gehe ich mit der Sizilier um? Die Sizilier kostet 60.000 Forschungspunkte aktuell, ist eine Colombo-Hülle und der einzige Unterschied oder die einzigen Unterschiede zur Colombo sind, ihr habt SAP-Secondaries und, ihr habt AP und HE. Also, das sind die 2 Gimmicks. Und das ist die Frage, ist euch das 60.000 Forschungsbüropunkte wert? Ich würde sagen, persönlich, ja, die SAP Secondaries sind witzig, ja, die haben dann 36 bis 42 Millimeter Pen. Wenn ihr Secondary BB spielen wollt, dann hat sie für euch einen hohen Wert. Aber es gibt im Forschungsbaum in den Forschungsbäumen viele Secondary BBs. Gut, mit SAP jetzt nicht wirklich viele, aber es ist für mich ihr merkt, ich bin da auch 'n bisschen unentschlossen. Ich habe überlegt zwischen B und C tatsächlich. C ist vielleicht 'n bisschen hart, ähm, aber es gibt halt viele Schiffe im Forschungsbüro, die bringen mir halt mehr, als zum Beispiel jetzt nur zu sagen: „Geil, ich habe jetzt SAP Secondaries.“ Für mich wären diese SAP Secondaries eigentlich 'n Standard gewesen auf den Tech-Tree-Schiffen, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe erwartet, dass die auf den Tech-Tree-Schiffen kommt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht irgendwann mal 'ne italienische BB-Linie gibt mit SAP Secondaries im Tech-Tree. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann ist halt die Frage, gut, das ist jetzt wahrscheinlich sehr weit in der Zukunft und das ist jetzt auch einfach mal 'n Call. Das kann stimmen oder kann niemals eintreten. Aber ich schiebe sie tatsächlich deswegen in C-Tier rein. Gut, als Nächstes die Siegfried. Die gute alte Siegfried oder der gute alte Siegfried, wie ihr es auch immer nennen wollt, ist EG-Hülle mit 380 Millimeter. Das heißt, ihr könnt ein ähnliches Spielgefühl bekommen, wenn ihr für Kohle euch die E-Gier holt. Die E-Gier hat bessere Secondaries. Wenn ihr sagt, ich will auf dem Cruiser Secondary spielen, das ist jetzt nichts Herausragendes. Der ist die E-Gier und die Siegfried sind jetzt nicht unbedingt auf Secondaries ausgelegt. Die E-Gier war es früher mal. Das war der Grundgedanke. Beides Tier 9 Schiffe. Und ja, der Vorteil halt von der Siegfried ist halt das Kaliber, bessere Range. Sonst ist es wirklich wie 'ne E-Gier. Und nur zu sagen wegen dem Kaliber, ich hole sie mir jetzt im Forschungsbüro, ihr müsst dafür in der Theorie, wenn ihr jetzt den Zweifachbonus nutzt, dann ändert sich das, aber ihr müsst 6 Resets machen. Und da muss man sich immer wirklich überlegen, ist das sinnvoll? Habe ich Lust, 'nen Tree sechsmal sagen oder viermal zu resetten, um mir 'ne Siegfried zu holen, wenn ich mir für Kohle 'ne EG holen kann? Nur um anderes Kaliber zu spielen. Deswegen ist für mich auch die Siegfried tatsächlich 'n Schiff, wo ich eher in Richtung D tendiere, ja? Dann als Nächstes auch 'n Schiff, wo ich sage, ich weiß nicht, warum ich's mir holen würde im Forschungsbüro und das ist die Van Speyk. Ist 'n Kreuzer von den Holländern, von den Niederländern, ist 'ne Harlem-Hülle, also ist quasi 'ne Hülle vom Tier Achter mit 'nem anderen Kaliber, mit 'nem größeren Kaliber, wenn ich mich richtig erinnere. Aber man muss sich halt mit dem Neuner messen, weil's jetzt auch 'n Neuner ist.
Ihr kriegt den für 46.500 Forschungsbüropunkte aktuell. Und der einzige Unterschied tatsächlich zum Neuner ist, ihr habt mehr Drop Range, 3 Kilometer mehr. Von 12 auf 15 ist der Unterschied. Ihr habt einen besseren Reload, weil ihr ein kleineres Kaliber habt. Und das ist jetzt die Frage. Sind mir die 3 Kilometer und das kleinere Kaliber mit ein bisschen besseren Reload diese 46.500 Forschungspunkte wert? Ich persönlich würde sagen, nein. Weil ihr könnt damit, ihr braucht es nicht. Ihr könnt auf Stufe 10 die Gulden spielen. Ihr könnt die Prinz von Orange spielen, wenn sie wiederkommt. Oder wenn ihr sie habt auf Stufe 10. Und ihr könnt die Trom spielen für Kohle. Das ist alles vom Schiffstyp das gleiche. Die bieten dasselbe. Die bieten den Airstrike. Und Forschungsbüropunkte sind relativ wertvoll. Die brauchen sehr viel Zeit, um die zu grinden. Und deswegen gebe ich der Fun Spike auch ein D-Tier. Dann kommen wir zum letzten Schiff in der Tierlist. Und zwar ist das die Sevastopol. Die Sevastopol habe ich mir damals gekauft, als sie rauskam für Forschungsbüropunkte. Und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von diesem Schiff. Also im Nachhinein, wenn ich jetzt mir nochmal ein Schiff aussuchen könnte im Forschungsbüro, dann wäre es auf jeden Fall nicht die Sevastopol. Die Sevastopol kostet 58.000 Forschungspunkte und dafür kriegt ihr, für die Anzahl an Forschungspunkte kriegt ihr seht es ja in der Tierliste, wesentlich coolere Schiffe. Und, aber gut, ich muss jetzt mal sagen, wie komme ich dazu? Also es ist zum einen, ihr habt sehr schlechten AP und HE DPM. Ihr habt einen guten Alpha, ihr habt Siegfried ganz, sollte man sagen. Also ihr habt auch dasselbe Kaliber wie der Siegfried. Ihr habt einen speziellen Heal, der sehr lange geht, der sehr viel wiederherstellt. Ihr habt eine Motorboost, einen speziellen, der euch relativ schnell macht. Aber euer Problem ist halt so ein bisschen, ihr habt ein 30 mm Deck. Gut, das haben jetzt viele Kreuzer overall. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber ihr habt das Problem, und ich hatte immer das Problem, ich habe sehr viele Sits durchs Deck bekommen von den ganzen Overmatchern. Und das ist halt wirklich sehr, sehr nervig. Und euer Problem ist halt, ihr habt zu wenig DPM. Ihr müsst halt hoffen, dass irgendeiner breit dreht, dass ihr ihn punishen könnt. Sonst wird es halt nichts, weil euer HE-Schaden ist auch nicht besonders hoch. Euer HE-Alpha ist nicht besonders hoch. Dafür ist euer AP-Alpha etwas besser. Ihr habt da auch verbesserte Winkel und solche Sachen. Aber es fühlt sich einfach nicht gut an vom Spielgefühl. Deswegen sieht man sie auch fast gar nicht. Ja, also es ist halt tatsächlich, wenn ihr viel AP bekommt, hilft euch der Heal gar nichts. Das ist so ähnlich wie bei La Lushun. Ihr habt auch diesen sehr langen Heal, der sehr viel HP wiederherstellt, aber wenn ihr viel AP-Schaden fresst, dann hilft euch der nichts. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und tatsächlich möchte ich ein bisschen vor diesem Schiff schützen. Deswegen ist die Sevastopol für mich D-Tier. Also es ist jetzt tatsächlich, weil es macht als Anfänger keinen Spaß und es fühlt sich auch nicht rund an, das Schiff, tatsächlich. Und deswegen, wie gesagt, das D-Tier. Das war meine, ich sag mal, kleine Kaufempfehlungsliste für die Forschungsbüro-Schiffe. Wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Abschließend nochmal der Hinweis, das ist keine Tierlist im Sinne von stark und schwach, sondern es geht wirklich so um Kaufempfehlung. Was kriegt ihr? Ist es was Sinnvolles für Einsteiger, für die breite Masse? Ja, das ist jetzt nicht für den Unicum-Spieler um die Ecke, der wird wahrscheinlich andere Prioritäten haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo oder ein Like da. Über ein Feedback freue ich mich natürlich auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem
Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.